Moin Moin und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute möchte ich euch wieder eine Kamera vorstellen. Und zwar habe ich mir eine Kamera im Angebot gekauft von K&F Concept. Und zwar handelt es sich hier um die Trailcam M1. Zum Menü will ich nicht so viel sagen, aber schauen wir uns mal die Kamera etwas näher an, weil es ist eine kleine Kamera. So, hier haben wir mal die Trailcam M1 von K&F Concept mal etwas dichter. Sie ist sehr klein, sie ist nur so groß wie meine Handfläche und sie sieht etwas anders aus, weil bei ihr sind verbaut nur zwei Hochleistungs-LEDs, die auf 940 Nanometer arbeiten. Also eine No-Glow und sie sollten nicht zu sehen sein. Das konnte ich zu Hause auch schon mal testen bei meiner Katze und wo ich dabei vorbeigegangen bin, konnte ich die LEDs auch nicht sehen. Hier haben wir die Linse, die deckt 120 Grad ab, genauso wie der Bewegungsmelder. Sie hat nur eine Auflösung bis zu 180p. Das macht aber nichts, weil die meisten Aufnahmen, die ich mache ich in den Einstellungen von 180p. Und die Bildauflösung sind 20 Megapixel. Sie ist jetzt gerade in einem Preisspektrum Mitte April bei 65 Euro. Ich hatte sie damals im Angebot bekommen für 59 circa. Wir klappen sie nochmal kurz auf. Also hier sind zwei Verschlussriegel. Eine ganz kleine Schlossdurchführung. Also ich habe sie jetzt auch die 14 Tage hier so hängen lassen. Das war auch kein Problem, weil die Kamera war nicht so einsehbar. Im Inneren sieht man, es werden hier 4 Batterien, definitiv Akkus verbaut. Hier das Display und hier die Bedienteile. Genutzt wird eine große SD-Karte bis 256 GB. Zum Menü will ich nicht so viel erklären, weil das ist sehr ähnlich wie bei den anderen Kameras. Das soll es auch schon von der kleinen Vorstellung der K&F Concept M1 Mini Kamera gewesen sein. Ich habe schon mal kurz reingeschaut beim Auswerten der Kamera, wie viele Aufnahmen sind. Es sind 33 Aufnahmen entstanden und diese zeige ich euch jetzt. Kommen wir zu den Referenzaufnahmen. Alle Aufnahmen wurden in 1080p mit 30 fps und mit einer hohen Empfindlichkeit aufgenommen. Wie bei den meisten Kameras in diesem Preisspektrum ist auch bei der M1 fast oder gar kein Ton vorhanden. Die Videoqualität ist ansprechend und auch so in Ordnung. Natürlich darf man keine Wunder erwarten, aber für den Preis kann man durchaus zufrieden sein. Beim Linsenwinkel bin ich mir gar nicht so sicher. Vom Hersteller angegeben sind 120 Grad, aber für mein Empfinden sind es nur 90 Grad. Was meint ihr? Bei Nacht ist die Ausleuchtung gut und es kommt zu keiner Spotbeleuchtung. Da ich den Aufbauwinkel tief gewählt habe, ist der vordere Bereich gut ausgeleuchtet und der Hintergrund sehr dunkel. Übrigens habe ich einen Bau entdeckt, der etwas weiter rechts liegt. Er sieht zwar sehr verlassen aus, aber die jetzige Kamera, die vor Ort ist, überwacht diesen Bereich. Durch die hohe Empfindlichkeit erkennt die Kamera auch kleinere Tiere, wie hier bei der Waldmaus. Die LEDs mit 940 Nanometer machen wohl auch einen guten Job. Der Fuchs ist nicht gleich erschrocken und bleibt noch eine Weile stehen. Die Auslösegeschwindigkeit könnte etwas besser sein, da sie bei schnellen Bewegungen eher spät auslöst. Die Auslöseentfernung ist am Tag mit bis zu 80 Fuß angegeben. Das entspricht ungefähr 24 Meter und in der Nacht bei 65 Fuß, was ca. 20 Meter sind. Die Farben am Tag finde ich natürlich und sind auch nicht zu kontrastreich. Insgesamt bin ich mit den Referenzaufnahmen der K&F Concept M1 Mini sehr zufrieden. Für den Preis bekommt man eine solide Kamera mit guter Videoqualität.
Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und gebt mir ein Like dafür. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann hinterlasst gerne einen Kommentar. Auch über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Bleibt schön gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!